Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir sind weiterhin im wunderschönen Deutschland unterwegs. Wir feiern diese Landschaften weiterhin. Das ist einfach für uns so ein Traum, so entspannend. Obwohl ich muss sagen, wir hatten jetzt im Synchro auch unsere erste kalte Nacht. Wir haben uns ganz schön in die Decken einkuscheln müssen, weil wir einfach noch nichts im Synchro gemacht haben, auch keine Isolation. Darum kommt die Kälte von draußen eben doch gut auch mit rein. Aber ja, die Sonne wärmt zum Glück. Jetzt gibt es auch gleich Kaffee, also schauen wir, dass es ein guter Start in den Tag wird. Auf jeden Fall ein langsamer Start. Wir sind gestern Abend an diesem Platz angekommen. Ein richtig idyllischer Platz am Rande des Dorfes. Richtig ruhig. Zumindest gestern Abend, als wir angekommen sind. Mittlerweile hört man die Autobahn. Die ist 2 Kilometer weit weg. Aber ja, irgendwie hat der Wind gedreht und es hört sich so an, als würde die hier gleich vor der Haustür durchfahren, nicht wahr? Ja, obwohl es eigentlich so wirklich idyllisch und schön hier wäre. Ja. Und ich habe auch die ganze Zeit, wenn ich hier so diese Landschaft anschaue, würde ich am liebsten mit Baxi jetzt eben die Morgenrunde machen. Aber er reist jetzt nicht mehr mit uns. Wie ursprünglich auch vereinbart, haben wir ihn meiner Mom zurückgegeben. Sie ist hier in der Gegend durchgefahren, war auf der Durchreise und hat ihn wieder mitgenommen. Und jetzt gibt es keine Morgenrunden mehr, obwohl es eigentlich doof ist. Ich könnte ja die Morgenrunde ohne ihn machen, aber irgendwie ohne Hund Macht es keinen Sinn. Nein, und überhaupt, es ist immer noch seltsam. Wir gewöhnen uns immer noch um, denn wenn wir rumräumen und es rumpelt, ist auch immer so, ja, wo ist Baxi? Nicht, dass wir ihn irgendwie erschrecken und ja, müssen wir uns noch umstellen. Die letzten Tage lief ja allgemein ziemlich viel bei uns. Wir haben einige Tage noch mit Svenny und Basti zusammen verbracht und haben mit ihnen zusammen auch unser Patreon-Treffen organisiert. Wir hatten ja letztes Jahr in Europa schon eins und da war klar, dass wir das unbedingt auch dieses Jahr realisieren müssen. Diesmal eben halt zusammen mit ihnen. Und ja, es war richtig schön, die Patrons auch wieder zu sehen. Sie unterstützen uns ja in wirklich allen Situationen und wir schätzen das richtig, dass wir auch unsere Sorgen mit ihnen teilen können, ihnen auch mal von Ideen erzählen können, die vielleicht ein bisschen abwegig scheinen, aber dass wir einfach da diese offenen und auch ungezwungenen Gespräche haben können, das ist uns sehr viel wert. Und da war es natürlich klar, dass wir sie auch wieder persönlich treffen müssen. Wir waren über 30 Leute, es ist unglaublich. Und die haben wir auf einem Weingut getroffen. Also es waren ein paar Tage mit den Campern und ja, bin richtig froh, dass das wieder geklappt hat. Und wir haben die letzten Tage auch noch Laura und Andre wieder getroffen. Wir haben sie ja, ich weiß nicht, vor vielen Jahren in Kroatien kennengelernt und das letzte Mal, glaube ich, vor etwa 4 Jahren in der Türkei gesehen. Letztes Jahr wollten wir sie eigentlich in Schweden besuchen, aber das hat halt logistisch nicht geklappt. Und da war es umso schöner, dass der Zufall es einfach so wollte, dass wir jetzt für ein paar Tage in derselben Ecke Deutschlands waren. Da haben wir es natürlich möglich machen müssen, dass wir uns auch sehen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Als hätte man sich zuletzt vor einer Woche gesehen. Ja, aber natürlich, abgesehen von den schönen Dingen, gibt es auch immer Erledigungen. Wir haben die Tage auch viele Abklärungen schon getroffen, was den Synchro betrifft. Und damit geht es auch weiter, also ja, gibt auch ein paar To-Dos diese Tage. Richtig warm geworden. Ja, wirklich. Der Sommer ist auch noch nicht vorbei. Nee, zum Glück. Und auch hier in Europa begleiten uns die Reisehandtücher von Valleys & Hills, die wir schon seit Jahren mit auf unseren Reisen mit dabei haben. Ob nach der Morgenwäsche, nach dem Duschen oder selbst am Strand. Wir können uns keine besseren Handtücher als die von Valleys & Hills vorstellen. Und wir dürfen auch diesmal wieder für 2 Wochen einen Rabatt an euch weitergeben. Neben den bisherigen Farben wie zum Beispiel Sudan Brown oder Dusty Olive haben wir jetzt auch die neue Farbe Ocean Petrol mit dabei. Und ich finde die Farbe richtig schön. Was aber gleich bleibt, ist, dass die Reisehandtücher von Valleys & Hills mit ihrem kleinen Packmaß super praktisch sind, dabei aber viel angenehmer als Mikrofaserhandtücher.
Ich finde nämlich, dass sie das Wasser viel effektiver aufsaugen, damit ein besseres Gefühl auf der Haut geben, aber mindestens genauso schnell trocknen. Außerdem bestehen sie zu 100% aus Bio-Baumwolle und sind komplett plastikfrei, sind also auch viel nachhaltiger. Damit sind die Reisehandtücher auch ein perfektes Beispiel für die Werte von Valleys & Hills. Christina und Andreas haben das Unternehmen nämlich gegründet, um ansprechende, aber eben auch nachhaltige Campingprodukte zu entwickeln. Und dabei achten sie auf faire Lieferketten und eine Produktion in der EU. Wenn ihr also auf der Suche nach tollen Reisehandtüchern seid, schaut gerne im Shop von Valleys & Hills vorbei. Da findet ihr außerdem noch weitere Campingprodukte und mit dem Code JessieRoberto5 erhält ihr bis zum 28. September 5% Rabatt auf euren gesamten Warenkorb. Dazu scannt ihr am besten unseren QR-Code ein oder ihr findet den Link und den Rabattcode auch in der Videobeschreibung. Vamos, chicos. Ja, es ist alles ein bisschen schwerfälliger im Synchro. Dafür ist aber das Autofahren in Europa einiges entspannter. Und in Deutschland ja sowieso. Von dem her achte ich auch darauf, dass ich auch ein bisschen das Synchro-Fahr-Feeling mitnehmen kann. Jetzt muss ich nur noch den Gurt finden. So, sind wir ready? Ready. Los geht's. Europa hat ja ein großartiges Straßennetz, also gerade auch mit den Autobahnen, man ist überall sehr schnell gut vernetzt. Aber das Allerschönste sind durch diese kleinen Straßen, durch die Landschaft, zwischen den Dörfern, mit den schönen Häuschen. Und hier ist ja auch die Straßenqualität richtig gut. Das sieht aus wie neuer Teer, sind wir uns gar nicht mehr gewöhnt. Also in Südamerika läuft das ein bisschen anders. Wir machen kurz einen Zwischenhalt. Hier gibt es nämlich eine Bäckerei und da holen wir uns was Leckeres. Wir haben ja europäisches, deutsches Brot richtig vermisst und hier finden wir es. Perfekt. Ich sehe, du warst schon erfolgreich. Ja, ist auch nicht schwer hier. Ein Zwetschgen-Tatschi und was war es noch? Eine Käsebreze. Wow. Nur das Beste. So, jetzt machen wir die letzten Kilometer und dann sind wir auch schon da. Freunde, die in der Gegend leben, haben uns diesen Weiher empfohlen. Wir hatten ehrlich gesagt nicht mit Badewetter gerechnet, darum haben wir jetzt keine Badesachen mit. Aber trotzdem, ich finde, Wasser hat immer so eine beruhigende Wirkung auf einen. Also das haben wir schon gemerkt damals, als wir noch in Zürich gelebt haben. Aber auch der Fluss in Prag und das macht immer so, ich weiß nicht, das macht viel aus, finde ich. Also setzen wir uns hier ans Wasser, picknicken ein bisschen. Vielleicht halten wir mal kurz die Füße rein wenigstens. Ich habe noch viel zu wenig gegessen heute. Ja. Aber immerhin, erst kommt salzig und dann süß. Man muss sich das Süße auch erst verdienen. Boah, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Käsebrezen hatte. Schon geil, dieser überbackene Käse.
hat gut getan. War erfrischend? Ja, aber gar nicht mal so kalt, wie ich dachte. Nicht? Nee. Also schon angenehm, aber könnte man auch baden gehen, theoretisch. Können wir die Badesachen holen? Ja, es zieht sich zu. Es gibt immer eine Ausrede. Aber es zieht sich wirklich langsam zu. Der Himmel ist schon ganz wolkenbedeckt. Also Nee. ich glaube, baden heute doch nicht. Anderes Mal. Ja. Das hat jetzt richtig gut getan, hier ein bisschen am Wasser zu entspannen, ein bisschen die Sonne zu genießen. Die ist ja mittlerweile auch rausgekommen und ich konnte sogar ein Nickerchen machen. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal ein Nickerchen gemacht habe. Ist ja fast dekadent, oder? Ja, das ist auf jeden Fall dekadent. Aber wir haben es uns verdient, denn die letzten Tage oder beziehungsweise seit wir von Südamerika zurückgekommen sind, hatten wir einen Termin nach dem anderen. Es waren ja richtig schöne Tage mit Freunden, mit den Patrons, alles was ja heute Morgen Jesse auch schon erwähnt hat. Aber wir merken, dass wir ab und zu auch mal einen Ruhetag brauchen. Ja, weil es waren ja auch nicht nur schöne Termine. Also wir hatten ja auch ein paar Werkstatttermine dazwischen. Ja, genau. Da haben wir halt sehr viele Informationen erhalten und wir müssen uns auch ein bisschen überlegen, was wir mit diesen Informationen anfangen. Ja. Den ersten Werkstattaufenthalt hatten wir bei Patrick, PS Oldtimer Service. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Da haben wir einen gründlichen Karosserie-Check-up machen lassen. Also da wurde mit einem Endoskop in jeden Hohlraum reingeschaut, wie es aussieht. Denn viele Fahrzeuge sehen von außen ja richtig gut aus. Aber wie es dahinter aussieht, das sieht man meistens ja gar nicht. Und da war es auch richtig spannend zu sehen, wo man überall mit diesem Endoskop hinkommt und was man da alles entdeckt. Grundsätzlich steht der Bus ziemlich gut da. Klar, ein paar Roststellen sind vorhanden, aber für ein 40 Jahre altes Fahrzeug sieht es eigentlich ganz gut aus. Das Einzige ist, dass wir eine richtig dicke Schicht Unterbodenschutz unter dem Fahrzeug haben. Keine Ahnung wieso, ob das ab Werk schon so war oder ob das nachträglich draufgepappt wurde. Wir wissen es nicht. Patrick hat da mit Hammer und Meißel ein bisschen draufgehauen. Er meinte, dass die Substanz dahinter eigentlich gut aussieht, aber um das richtig feststellen zu können, müsste man das Fahrzeug von unten eisstrahlen und dann kann man sehen, was dahinter steht. Auf jeden Fall ein akutes Problem haben wir. Die beiden hinteren Achslenkaufnahmen rosten leider von innen nach außen und das sind Teile, die vor allem im Gelände richtig beansprucht werden und dementsprechend auch sicherheitsrelevant sind und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und eine Sache natürlich, es wäre schön, wenn die Cabrita nicht wie ein gescheckter Hund aussehen würde. Wir haben dann noch eine kleine Probefahrt gemacht und da ist Patrick sofort aufgefallen, dass unsere lahme Kiste noch lahmer ist als das, was sie sein müsste. Bei der Überprüfung ist dann rausgekommen, dass der Ladedruckregler nicht funktioniert, dementsprechend auch unser Turbo nicht geht. Das war ein Problem, was aber zum Glück gelöst werden konnte. Patrick hat die Teile bestellt und uns dann zur Werkstatt Nummer 2 geschickt. So sind wir bei Alex gelandet, der uns den Ladedruckregler, die Einspritzdüsen montiert hat und das Ganze eingestellt hat. Was soll ich sagen? Wir haben nicht mehr eine lahme Ente, sondern einfach eine gemütliche Bergziege. Hat alles ein bisschen was gekostet, aber das Fahrgefühl ist auf jeden Fall ein komplett anderes. Ja, wir können mittlerweile auch 110 fahren auf der Autobahn und ab und zu mal Fahrzeuge überholen. Hä, seit wann haben Autos so viel mit Tieren zu tun? Was hatten wir jetzt? Einen gescheckten Hund, eine lahme Ente und eine Bergziege? Eine gemütliche Bergziege. Eine gemütliche Bergziege. Okay, das letzte klingt aber noch am besten. Ja, auf jeden Fall waren das jetzt mal die ersten 2 Werkstattaufenthalte, aber damit war es das noch nicht. Die letzten, nein. Es steht noch mindestens ein weiterer Werkstattaufenthalt an, bei dem wir auch mechanisch erfahren wollen, was das Auto jetzt alles so mit sich bringt. Denn gerade auch beim Losfahren ist uns ja die Antriebswelle runtergefallen. Und ich muss ehrlich sagen, also bisher war ich ja schon sehr überzeugt von unserer Cabrita, aber das, ja, schürt ein bisschen Ungewissheit. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da schon bisschen, ja, skeptisch. Ich bin ein bisschen nervös, ja, vor diesem mechanischen Check. Ich hoffe sehr, dass da nichts Böses rauskommt. Aber auf jeden Fall, ja, steht er bald an und darum packen wir jetzt zusammen und fahren heute auf jeden Fall noch in die Richtung und nähern uns schon mal der Werkstatt an. Buenos dias! Wir sind gestern an diesem Wohnmobilstellplatz hier noch angekommen und hatten eine ziemlich ruhige Nacht. Wirklich erholsam war sie irgendwie trotzdem nicht. Der Wecker hat einfach viel zu früh geklingelt. Aber wir haben ja heute auch was vor. Es geht nämlich auf direktem Weg, also
sobald der Bus fertig ist, in die Werkstatt. Um 8:30 Uhr sollen wir da sein und wir haben noch etwa 20-25 Minuten vor uns. Also machen wir den Bus fertig und fahren auch gleich los. Die letzten Tage waren ja richtig schön, die Zeit mit Freunden zu verbringen und auch hier in Deutschland unterwegs zu sein. Das hatten wir, glaube ich, noch nie gemacht. Es ist richtig schön, hier durch diese Landschaften durchzufahren. Also mir gefällt es richtig gut. Auf der anderen Seite fühlt es sich auch ein bisschen an, als würden wir eine Tour der Werkstatt machen. Denn heute ist bereits die 3. Werkstatt, die wir aufsuchen. Die anderen beiden waren mehr oder weniger geplant und wir wissen, dass wir noch ein paar Sachen erledigen müssen, bevor die Cabrita wirklich mal 1A dasteht. Auf jeden Fall sind wir gespannt, was uns heute erwartet und was vielleicht noch rauskommt. Und schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und hier sind wir. Heckantrieber. Okay. Nee, also es ist klar in Amerika. Okay. Ich habe ja auch P3. Die Traglenker und so sind ja vorne neu. Die Bremsscheiben sind halt ein wenig eingelaufen. Ja, also wir haben auch ständig ein Quietschen, wenn wir links oder rechts lenken. Ja, hier oft, siehst du ja, hier läuft das Öl aus. Ja. Von der Seite ist ja trocken. Ist da auch die Simmeringe, die da drin sind? Entweder die Simmeringe, aber was hier wahrscheinlich das Problem ist, siehst du, wenn ich hier wackel. Das haben sie oft. Aber das ist halt oft beim Synchro. Okay, also nichts Schlimmes, was man sagt. Okay, Ja, man braucht halt eine Antriebsleiter. Aber können wir schon fahren, weil die Radlage umgemacht wurde, muss man halt dann gerade mal schauen, ob die Kabelverbindung, ob das so passt. Ja, das ist halt andersrum, ja. Das läuft normalerweise hier drüber auch noch. Genau, ja. Genau. Dann, Nach einem gründlichen Check auf der Hebebühne geht es zur Probefahrt raus aus der Werkstatt. Unterwegs erhalten wir wertvolle Hinweise dazu, wie es um unseren Synchro steht. Nachdem wir zurück sind, wartet ein kleines Extra. Vor einigen Tagen ist unsere Fensterkurbel kaputt gegangen. Und tatsächlich finden wir hier eine passende als Ersatz. So endet der Besuch nicht nur mit neuen Erkenntnissen, sondern auch mit einem kleinen Gewinn für die Weiterfahrt. Ja, ich würde sagen, das lief nicht so schlecht. Natürlich sind ein paar neue Sachen dabei rausgekommen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie komplettes Desaster. Von dem her bin ich ganz zufrieden. Wir erzählen euch gleich noch, was wir jetzt noch an Informationen insgesamt haben am Bus, was wir alles machen müssen. Aber jetzt in 2 Minuten von hier ist noch ein Schrottplatz. Da wollen wir kurz vorbeischauen, weil vielleicht gibt es da ja ein paar Fundstücke, die wir gut brauchen könnten. Ich finde das ja immer cool, hier durch Schrottplätze durchzulaufen. Da sieht man und entdeckt man immer wieder neue Sachen. Wir sind jetzt zwar auf der Suche nach alten T3s. Mal schauen, wo die versteckt sind. Hast du was gefunden, Jess? T3 noch nicht, aber ein paar andere Schmuckstücke. Ja, auch so richtig alte Bands. Also, ja.
Wir sind vorhin einfach vorbeigelaufen, wir haben gar nicht gesehen, dass hier ein T3 steht. Aber da ist wirklich nichts mehr drin, also von dem her. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen, den wir übersehen haben. Ah, okay. War praktisch. Ja. Und dann wächst halt ein Baum durch. Und falls wir hier nichts finden, steigen wir auf ein Flugzeug um. Ja. Das war auch ein bisschen müde. Da oben ist eins. Voll witzig. Ah, da hinten ist noch einer. Ja. Ah ja, gucken wir mal, der ist auch offen. Wo lang? Ne, hier. Der ist auch mehrfarbig. Nee, Nupsi fehlt. Ja? Nupsis sind alle weg. Ja, auch Schalter, nee. Aschenbecher wäre einer da, aber auch kaputt. Ist das schöner als unsere? Nee, eigentlich nicht. Oh. Nee. Nix. Nee, keine Nupsis und nichts. Er meinte, wir sollen uns hier verewigen. Das machen wir natürlich gerne. Das war leider nichts, beziehungsweise wir haben nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Aber trotzdem war es eine Erfahrung wert, hierher zu kommen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen einfach wieder, wenn wir in der Gegend sind. Ja, Vielleicht auf jeden hat er Fall. ja dann wieder was. Genau. Obwohl, ich muss sagen, es waren ja erstaunlich wenige T3s da. Das ist ja ein gutes Zeichen, oder? Die landen halt einfach nicht auf dem Schrottplatz. Das haben sie nicht nötig. Ja. So, es fängt an zu regnen. Wir fahren jetzt noch ein Stückchen weiter und dann erzählen wir euch ein bisschen mehr, was an der alten Kiste gemacht werden muss. Was ist das wirklich für ein Wetter? Ich glaube, der Herbst hält langsam aber sicher wirklich Einzug. Ja, aber wir haben vorhin noch vergessen, falls euch unsere Patreon-Seite und die Community näher interessieren, schaut sehr gerne auf unserer Seite vorbei. Wir verlinken euch das auch. Und falls ihr ein paar weitere Eindrücke von unserem Patreon-Treffen haben möchtet, Neuland Stories, also Svenny und Basti, haben an dem Wochenende mitgefilmt. Und in einem ihrer letzten Videos könnt ihr ein paar mehr Bilder dazu anschauen. Auf jeden Fall, was jetzt den Synchro betrifft, wir haben ja von Alex und auch von Weini einige Infos und To-Dos erhalten, um die wir uns kümmern müssen. Das, was man direkt beim Fahren auch sehr stark merkt, oder ich auf jeden Fall, ist zum Beispiel auch die Schaltung, die geht richtig schwer. Ich dachte erst, ich habe einfach zu schwache Arme für ein altes Auto, aber nein, es muss nicht so schwer gehen. Wir müssen einfach die Getriebebuchsen für die Schaltung ersetzen und dann wird das auf jeden Fall ein bisschen einfacher gehen. Und was auch noch ist, unsere Bremsen quietschen brutal. Also da müssen wir uns auf jeden Fall auch drum kümmern. Die Bremsscheiben sind zum Beispiel eingelaufen und ja, da gibt es auf jeden Fall auch ein To-Do. Was wir auch machen müssen, sind beide Antriebswellen hinten, die müssen ersetzt werden. Auch die Radlager, die haben ein Spiel. Das kennen wir auch vom Sprinter, also muss das auch gemacht werden. Und was noch aufgefallen ist, dass das Kühlwasser nicht das korrekte drin ist und dass der Keilriemen für die Servopumpe falsch gelegt ist. Das sind auch noch Sachen, die wir so schnell wie möglich erledigen müssen. Es gibt auf jeden Fall einiges zu tun und eigentlich ist die Liste auch noch ein bisschen länger. Aber das sind vor allem Kleinigkeiten oder auch Verbesserungsmöglichkeiten, die alle nicht so akut sind. Ja, auf jeden Fall können wir sagen, wir haben keinen Schrotthaufen gekauft. Die Cabrita steht ziemlich gut da. Für ein 40 Jahre altes Fahrzeug. Stand 20 Jahre in der Scheune, dass da mal was kaputt geht oder erneuert werden muss, war uns von Anfang an klar, oder? Genau, auf jeden Fall. Damit muss man rechnen. Und wir haben auch auf dieser kleinen Werkstatttour sehr hilfreiche Tipps erhalten, also was jetzt Quellen für Ersatzteile angeht, aber auch super wertvolle Kontakte. Und das wird in dem Prozess der Cabrita-Erneuerung auf jeden Fall auch sehr hilfreich sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da dieses Projekt losstarten können. Wir hoffen, ihr seid dann auch mit dabei. Ja. Und Dann schaltet gerne im nächsten Video ein. Am besten abonniert ihr jetzt auch gleich noch den Kanal, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Lasst gerne auch ein Like oder einen Kommentar da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego!